Hi Leute, willkommen zu Lagen erbaut. Ich bin der Dirk und auf meinem Kanal dreht sich alles um Labwaffenbau und einige andere Sachen, je nachdem, wo ich mal Bock drauf habe. Manchmal ein paar Prototypen, aber wer schon länger beim Kanal dabei ist, übrigens, wenn ihr neu seid, abonnieren nicht vergessen, ne? Damit ihr keins meiner Projekte verpasst. Freue mich riesig, ich habe jetzt die 400 schon geknackt, ne? Ziel ist jetzt erstmal 500 und dann gehen wir die 1000 an, Leute. Also fleißig abonnieren. So. Genug der Werbung, wir machen jetzt Thema. Und zwar will ich heute bauen ein Scimitar. Ne? Also kennt ihr ja vielleicht, ist ein Schwert, ein bisschen was auffälliger von der Form. Wenn euch das ganze Thema interessiert, bleibt dabei, so dran, wir sehen uns. Wie bei allem fängt es mal wieder an mit einer Schablone. Und zwar, ich habe mal wieder selber ein neues Schwert gemacht gehabt und hat gedacht, naja, vom Keller kann man ja auch mal wieder ein paar Waffen bauen. Ne? So, da habe ich jetzt erstmal die Klinge aus Pappe. Dann habe ich eine 10er Matte und zwei 6er. Ne? Bisschen Leder, dann hier noch ein paar Teile und dann machen wir dann später den Griff. Jetzt machen wir erstmal die Klinge. Kernstab habe ich natürlich auch aus GFK, gehört ja dazu. Hab den schon ein bisschen, das war, ich glaube, 1 Meter Kernstab, den habe ich ein bisschen gekürzt, weil das Ganze so eine Einhandwaffe werden. Habe auch schon hier eine Linie gemacht, bis wohin ich quasi den Kernstab machen will. Jetzt tue ich den einfach mal hier so drauflegen. Da das ja schwarzer Schaumstoff ist, nämlich dann immer ein weißen Edding. Lass nach oben hin ein bisschen mehr, also weniger Luft wie nach unten, weil mit der Oberseite schlagen wir ja nicht zu. Dann passt das schon. So, dann hoffe ich mal, das Ding so halbwegs eine weiße Linie hinkriegt. Das ist immer so bei den Teilen so eine Sache. So, sieht aber gut aus. Schnappen wir uns mal den Cutter. Und dann tun wir hier einfach die Kernstabbreite ausschneiden. So. Irgendwie ist das Messer mal wieder nicht besonders scharf. Also ab und zu muss man auch noch mal ein bisschen nachschneiden. Also beim Schleifen, beim Schleifstein mit den Cutterklingen habe ich irgendwie nie so. Weiß ich nicht. Ich glaube, da sollte ich mir selber mal ein Tutorial zu angucken. So. Wie gesagt, das Ding hier immer mal behalten. Das kann man immer gebrauchen. Für was auch immer. Ne? Habt ihr ja schon in Videos gesehen, was man da alles so Schönes noch mitmachen kann. Dann haben wir das jetzt hier schon mal aus. Dann werden wir das Ganze einkleben. Das mache ich wieder mit der Heißklebepistole. Kennt mich ja. Also der ein oder andere, außer ihr seid neu auf meinem Kanal. Ne? Ja. Ich habe den Lötkolben eingesteckt, Leute. Das war natürlich nicht so intelligent. Da muss man noch ein bisschen warten. Ja, dann müsste das Ding jetzt hoffentlich mal ein bisschen vorgeglüht sein. Ja, nicht so richtig, aber langsam wird's. So. Gut, dann machen wir erstmal so das erste Stück noch einkleben. Das Ganze lassen wir jetzt erstmal ein bisschen abkühlen, dass das alles wieder abgekühlt ist. Und dann kleben wir den Spitzenschutz. Ja, dann wollen wir mal mit dem Spitzenschutz weitermachen. Müssen wir da wieder eine Zeitung oder was nehmen? Ich sehe auch schon, ich muss mal wieder ein paar andere Zeitungen mit runter. Die versau ich mir hier regelmäßig, aber so richtig, aber dafür sind sie auch da. Ja? So,
Teil. Wir wollen jetzt mit Pateks. Ja, unten habe ich einen Schraubenzieher. Dann nehmen wir wieder den guten alten Pateks. Ich habe hier schon so ein paar Lederstücke vorbereitet. Guck ich mal. Immer schön großzügig drüber. Ich mache die auch ein bisschen, dass die überall ein bisschen überlappen. Das ist ja nicht so schlimm. So, mal schauen, was haben wir hier noch. Ich hoffe mal, dass das so ungefähr hinhaut. So. Dann wieder ordentlich drauf. Ne? Denkt dran, das Leder, da zieht sich ja auch was voll. Können auch ein bisschen über die Linie. Also wenn es ein bisschen mehr ist, wie das, was die Linie ist, das nicht schlimm. Dann können wir da doch noch so ein bisschen hin und her schieben. Dann passt das schon. So. Das Ganze machen wir jetzt auch auf beiden Seiten. Dann das nämlich schon mal vernünftig antrocknen. So. So, das Ganze lassen wir jetzt erstmal trocknen. Legen wir mal hier hin. Pinsel hier irgendwie rüber. Dann noch überall mit der Luft dran. Und dann lassen wir das jetzt erstmal eine Weile liegen. Das ist jetzt soweit trocken. Hoffe ich. Lang genug gelegen hattet. Da werde ich jetzt erstmal hingehen. Ein bisschen das, was übersteht, mit der Schere ein bisschen beischneiden. Okay. Hier mal ein bisschen hin und her drehen. Die Seite war jetzt ein bisschen blöder zu schneiden, aber geht schon. So halbwegs abgeschnitten haben wir es. Den Rest können wir dann später. Die Gatterklinge, die ist auch stumpf schon. Also, muss man da echt mal was einfallen lassen. Zu schleifen. Irgendwie mit dem Ding ist das nicht so. Also, so, haben wir das Ganze ein bisschen beigestellt. Zwar noch nicht so, wie ich gern hätte, aber immerhin. Jetzt haben wir ja noch, das Teil hatte ich mir gemacht. Und zwar hat den Hintergrund, ich will das Ganze nämlich noch ein schönes Barrier dran machen, ohne dass ich da groß rumbiegen muss. So, da bin ich nämlich hingegangen und habe so ein bisschen eine Wölbung hier gemacht. Ne? Ich hoffe mal, dass ich da keinen Denkfehler gemacht habe, aber das sehen wir ja dann. So, das habe ich in dem mittleren Teil schon mal. Und dann nachher mit den anderen auch. Das ist dann quasi, damit ich dann schon mal sehen kann, wo ich noch kleben muss. So. So sieht das Ganze dann aus. Hier kann ich noch ein bisschen was weg, aber das mache ich dann später, wenn ich alles geklebt habe. So. Messer und das tun wir mal auf Seite. Das brauchen wir jetzt gerade erstmal nicht. So. Dann gehen wir wieder hin. Nehme ich meinen alten Pinsel. Der gute Pateks. Den
Reste gehen irgendwie alle im Weg. Das hier auch. Theoretisch könnte man das natürlich jetzt hier schon mal schneiden, aber das mache ich dann erst später. Dann wird das Ganze nochmal aufgeklappt. Kennt ihr ja schon. Und dann werden wir das Ganze jetzt erstmal schön mit Pattex einschmieren. So, der Pattex ist jetzt gut angetrocknet. Ich habe mal kurz die Zeitung hier weggetan. Dann kann man das nämlich ein bisschen besser auflegen. Suche mir dann immer eine Stelle, wo ich anfange mit dem Auflegen. So, und dann kommt das Ganze, nachdem ihr es mal grob angedrückt habt, 2 Bretter oder ein Brett, je nachdem was ihr habt, ne? Und dann Schraubzwingen. Dann nehme ich bei der so einer Länge am besten immer 3 Stück. Eins ziemlich weit vorne, wo der Leder ist, eins in der Mitte und eins dann weiter hinten. Und dann sehen wir uns dann gleich wieder, wenn ich die zweite Seite dann auch noch verklebt habe. Und das Ganze dann was austrocknen bzw. durchtrocknen lassen habe. Das Ganze ist jetzt soweit getrocknet. Habe ja auch schon ein bisschen jetzt zurechtgeschnitten. Dann werden wir jetzt erstmal noch ein bisschen alles beischneiden. Jetzt wollen wir mal gucken. Ich hoffe, dass die Klinge scharf genug ist. Aber der hier bin ich mir echt nicht sicher. Probieren wir mal eine andere. Ja, ich wahrscheinlich noch ein bisschen schleifen müssen. Probieren wir mal. So. I've been dreaming on in my head like I've seen it. A life worth living is a life with me. So sieht das Ganze jetzt erstmal aus. Und dann werden wir anfangen, den Griff zu gestalten. Beziehungsweise kommt erstmal Parier drauf und dann der Rest vom Griff und Knauf. Das Ganze ist jetzt soweit trocken. Die Schliffen haben wir ja auch schon was. So an 1, 2 Stellen, glaube ich, muss ich ja noch ein bisschen jetzt so eine leichte Wölbung drin. Ich gehe ich nochmal drüber. Dann habe ich mal ein paar Sachen vorbereitet. Und zwar wie ihr seht, ich mache 2, aber nicht weiter verraten. Habe eine Schablone für den Griff gemacht. Habe dann schon mal aus 10er und 2 6er Matten die Teile ausgeschnitten. Das muss ich dann nachher wahrscheinlich noch ein bisschen anpassen. Mal jetzt gucken. Das mache ich dann, wenn ich das soweit habe. Und dann habe ich, brauche ich schon eins von, für Parier schon mal gemacht. Und zwar habe ich dann so eine Form gemacht. Deshalb habe ich auch das Ganze hier so ein bisschen schon so geschwungen gemacht. Dann brauchen wir das nachher nämlich nicht mehr groß zu biegen. Dann habe ich vom Kernstab, bin ich quasi hingegangen und habe dann mit dem Kugelschreiber so aufgemalt, das Ganze ausgeschnitten. Dann kann man das nämlich nachher angenehm hier so drauf. Und dann werde ich das mal wieder, damit der Züge ja geht, mit Heißkleber fixieren. Müsst ihr natürlich gut dran drücken. Ihr könnt natürlich auch hingehen und macht das mit Pattex dran. Dann müsst ihr natürlich was antrocknen lassen. Ich mache ja viel mit Heißkleber, wie der ein oder andere schon bemerkt hat. Ich sehe da zwar keinen Unterschied groß drin, aber naja, so. Dann müssen wir mal gucken, wie wir das Ganze jetzt hier dran kriegen. Ich sehe, habe ich das Ganze nämlich ein bisschen, glaube ich, zu lange schon gemacht. Wisst ihr, was wir da am besten machen? Ich werde jetzt mal was machen, was ich sonst nicht mache. Ich werde das Ganze ein bisschen zerhackstücken.
Wir machen jetzt erstmal ein Schneiden hier. Ich habe mich da nämlich, glaube ich, ein bisschen arg mit den Maßen vertan. Naja, also, ja, das ist nicht so schlimm. War mal wieder ein kleiner Denkfehler. Passiert mal ab und zu auch, aber hey, kann man alles noch gerade bügeln. Solange noch nicht die Farbe drauf ist, kann man noch vieles. Oder wenn ihr zu viel vom Kernstoff habt, da können wir natürlich nichts mehr machen. Ne? Also, das sind dann Sachen, so, da geht dann leider nichts mehr. So, direkt mal schon mal verkleben. Dann haben wir nämlich nachher, das schon nicht, weil das ist jetzt nämlich noch so weit warm, da kann man das nämlich noch schöner verteilen. So, und dann schauen wir jetzt einfach mal, wie wir das hier am besten machen. Das Ganze habe ich natürlich jetzt, ich habe da einige Denkfehler, glaube ich, beim Bauen jetzt gemacht, aber naja, das kriegen wir alles hin, Leute. Jetzt machen wir hier noch ein bisschen schräger ein, dass das da nämlich so dran geht. Und wenn wir das Ganze nämlich hier von der Seite kleben und dann tun wir einfach das, was übersteht, abschneiden. Das ist, glaube ich, die einfachste Methode. Ja, Vorsicht beim Andrücken. Wie gesagt, beim Heißkleber müsste man aufpassen, dass euch der Finger nicht verkokelt. Ne? Also das tut weh. Vor allen Dingen, wenn er gerade erst frisch drauf ist. Hier machen wir auch eine kleine Schräge rein. Dann können wir das nämlich von hier unten. Ja, toll, Leute. Ich habe verkehrt rum die Schräge gemacht. Jetzt so rum gemusst. Ja. So, ein bisschen viel abgeschnitten. Ich hoffe mal, das geht trotzdem. Ja, sollte gehen. So. Ja, also manchmal passiert mir das auch noch, Leute. Also keine Panik, wenn er mal Mist baut. Also je nachdem, was ist, man kann noch, ich sag jetzt mal, vieles retten, wenn ihr wisst wie. Dann schneiden wir hier einfach das Stück ab. Zack. Und dann passt das nämlich hier gut rein. So. Wie ihr seht, Improvisation ist manchmal auch nicht schlecht, wenn man weiß, wie es geht. Ja, eigentlich muss man nur ein bisschen logisch denken dabei, dann klappt das schon. Also, wie gesagt, Leute, keine Angst haben. Selbst mir passieren immer noch ab und zu Fehler. Alles halb so wild. Das sieht natürlich schon nicht so schön aus. Dann haben wir diese Schere. I've been dreaming on in my head like I've seen it. Lassen wir das Ganze jetzt ein bisschen antrocknen. Das Ganze habe ich jetzt mal antrocknen lassen. Noch nicht so ganz, damit ich vielleicht auch noch ein bisschen verschieben kann. So, nur, dass ich hier die richtige Seite erwischt habe. Ja, sieht gut aus. Das Ganze drücke ich hier unten noch ein bisschen was an, damit das schön bündig ist. Ja, dann einfach so ein bisschen in die Richtung, wo es hin soll. Das Ganze machen wir auf der anderen auch. Also nicht wundern, wenn hier noch nicht so richtig dran ist. Das drücke ich dann gleich noch an. Dann lassen wir das Ganze jetzt erstmal trocknen. So, das Ganze habe ich jetzt mal antrocknen lassen. Ich habe mir mal eine neue Cutterklinge gegönnt. Irgendwie habe ich momentan beim Schleifen von den Dingern nicht. So, ab und zu benutze ich dann doch mal eine ganz frische. So, das sieht doch schon mal ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur noch da haben wir ein weißes Edding. Ich will jetzt noch das Bleiband dran machen. Das tun wir mal auf Seite.
Arm unter nicht. Jetzt muss ich da aber ein bisschen Abstand halten. Wisst ihr was, Leute? Ja, das könnte ein bisschen zu viel sein. Wir machen das einfach so. So viel Bleiband will ich ja auch nicht dran haben. Das muss dann ungefähr hinkommen. Bleiband machen wir dann, oh, ich sag jetzt mal so bis ungefähr hier. So. Das sieht schon mal gut aus. Jetzt tun wir mal wieder auf Seite. Dann mache ich jetzt wieder rundherum. Einen geraden Schnitt, nicht zu tief. Das ist dann quasi, damit das Bleiband nachher relativ bündig mit dem Rest des Griffes ist. Dann lassen wir noch ein bisschen was überstehen. Das schneiden wir dann gleich ab, wenn das abgekühlt ist. So, Bleiband brauchen wir nicht mehr. So, und wie versprochen oder angedroht, ich hatte jetzt letztens die Drachenköpfe gemacht. Der ist nicht ganz so schön geworden, aber ich habe die anderen schon für meine eigenen Sachen mal ausprobiert. Da will ich jetzt nämlich den Kopf hier noch so dran machen. Das Ganze machen wir aber mit Pattex. So. Das sieht schon mal gut aus. Mehr davon auch nicht. Seite. Das lassen wir jetzt ein bisschen antrocknen mit dem Pattex. So. Dann haben wir das Ganze hier alles ein bisschen gegen Abreißen gesichert. Ja. So sieht das jetzt so aus. Da fällt mir ein, das Ganze müssen wir natürlich auch noch was glätten. Da habe ich natürlich mal wieder den Heißluftföhn oben hier gelassen. Heißkleber brauchen wir nicht mehr. Da gehen wir einfach noch mit dem Lötkolben mal eben drüber. Und dann müssen wir noch ein bisschen vorglühen. Da ich jetzt keine Lust hatte, nochmal für die Heißluftpistole zu laufen. Ja, und so sieht das Ganze jetzt aus. Dann können wir eigentlich danach jetzt quasi anfangen, das Ganze zu pinseln. Ne? Kopf hat noch ein bisschen vom Schleifen noch so ein bisschen dran, aber das ist nicht schlimm. Dass das Horn hier ein bisschen weg ist, ist auch nicht schlimm. Dann sieht das nachher ein bisschen schon benutzt aus. So sieht das Skimitar jetzt aus. Ja, gibt es ja verschiedene Möglichkeiten von der Klinge her. Ich habe jetzt einfach mal für so ein Doppelding, da kann man natürlich auch noch mit einem und auch noch ganz andere Formen, aber ich glaube, Skimitar trifft das ganz am besten. Wie gesagt, dann noch ein bisschen von so einem geschäumten einem von den Köpfen dran gemacht, dass das nachher ein bisschen hübscher aussieht. Den Griff, naja, vielleicht ein bisschen hätte kürzer machen können, aber scheiß was drauf. Gefällt mir so. Ja Leute, das war dann der erste Teil von dem Skimitar. Am zweiten werde ich das Ganze dann pinseln und hübsch machen. Mal gucken, ob ich bis auf den Kopf relativ schlicht lasse, was ich wahrscheinlich machen werde. Und wie ihr schon mitgekriegt habt, mache ich auf 2. Ich weiß natürlich noch nicht, ob ich das zweite dann auch noch schaffe, fertig zu machen. Also das hier auf jeden Fall. Und dann gucken wir halt mal, wie es dann nachher aussieht. Ja, dann hoffe ich mal, der erste Teil hat euch schon mal gefallen. Denkt dran, wenn ihr neu seid auf dem Kanal, Abo nicht vergessen, da ihr keins meiner Projekte verpasst. Ich habe schon wieder ein paar Sachen in Planung. Muss mal gucken, wie ich das alles umgesetzt kriege, zeitlich.
Oder in welcher Reihenfolge. Ich mache das ja immer so, wie ich gerade Lust und Laune habe. Also für die Leute, die noch einige Sachen mal gefragt haben für die Videos, ich habe euch nicht vergessen, da kommt auch noch was. Ne? Ich muss nur halt immer gucken, wann ich Lust und Laune zu habe. Ich mache die Videos ja so ein bisschen nebenbei, weil das mir mehr oder weniger Spaß macht und damit ihr ein bisschen inspiriert werdet für eure eigenen Projekte. Ich denke mal, das ist eigentlich ganz gut bisher angekommen. So, dann wünsche ich euch noch ein schönes Wochenende und dann sehen wir uns wieder, wenn ich das Ganze schön hier hübsch gemacht habe. Ne? Bleibt mir treu. Nochmal Dank an alle, die mich schon abonniert haben. Ich freue mich riesig. Wir sehen uns.